Und in Florida ist natürlich unser US-Korrespondent Michael Wüllenweber. Michael ist an diesem Morgen in Miami. Guten Morgen, Michael. Ja, also wir haben bereits erste Berichte über Tote, Verletzte und massive Schäden an Häusern. Aber kann man das Ausmaß tatsächlich noch nicht absehen? Nein, das kann man überhaupt noch nicht absehen. Das haben wir bei den anderen Hurricanes ja auch gesehen gehabt, dass dann erst nach und nach tatsächlich das Ausmaß der Schäden klar geworden ist. Und vor allen Dingen interessant wird es dann, wenn man einen Überblick bekommt, was auch auf den Keys passiert ist, also auf den vorgelagerten Inseln, die auch noch überflutet werden. Und das findet im Moment ja derzeit auch noch statt. Die Pegel, die steigen. Ja, was da für Schäden dann entstehen. Der Hurrikan selbst, der zieht ja Richtung Orlando mit Windstärke bzw. Hurrikanstärke 2, also das sind noch enorme Windgeschwindigkeiten und da sind noch weitere Schäden zu erwarten im weiteren Zug des Hurrikans. Und wir haben Bilder gesehen von Autos, die durch die Luft flogen, und ihr habt ja eben gesagt, 1,5 Millionen Haushalte, inzwischen sind es 2 Millionen Haushalte ohne Strom, und das werden auch noch mehr werden. Wie viele Verletzte, wie viele Tote am Ende dann zu beklagen sind, das ist wirklich viel zu früh. Bei Helene haben wir es dann 10, 12, 13, 14 Tage später gesehen, ist die Zahl der Toten auf über 200 gestiegen. Davon war anfänglich überhaupt nicht die Rede. Es ist also sehr, sehr schwer im Moment von hier aus einzuschätzen, wie stark tatsächlich der Impact gewesen ist. Und wir sehen es vielleicht auch, es windet hier inzwischen auch in Miami ein bisschen. Die ersten Regentropfen haben wir abbekommen. Der Orkan ist ja so flächig, dass wirklich die ganze Halbinsel von Florida betroffen sein wird. Michael, du hattest ja auch große Schwierigkeiten, nach Florida zu kommen. Du hast es aber dann für uns geschafft. Wie gehen denn die Menschen mit der aktuellen Situation um? Und vor allen Dingen auch US-Präsident Biden. Er ist ja für sein Krisenmanagement bei Hurricane Helene deutlich kritisiert worden. Macht er es diesmal besser? Also das ist eine regelrechte Medienoffensive, die man da aus dem Weißen Haus sieht. Der Präsident selbst, der war zweimal vor der Kamera am jetzt schon gestrigen Tag, hat sich auch nach dem Impact, also nach dem Landfall des Hurrikans informieren lassen in einem Briefing, und wird auch weiterhin informiert. Er will sich nicht sagen lassen, er habe sich nicht gekümmert, und das würde natürlich dann auch auf Kamala Harris Präsidentschaftsambitionen zurückfallen. Also sie beide starten da eine riesige Offensive, ganz anders als das auch noch bei Helene gewesen ist. Es kommt jetzt tatsächlich darauf an, als Katastrophenmanager hier rauszukommen. Ansonsten droht tatsächlich die Kampagne von Harris schwerer Schaden. Ja, und wie gehen die Menschen hier um? Sehr unterschiedlich, muss man sagen. Natürlich sind sehr viele geflohen. Wir haben diese Staus gesehen, aber es sind auch viele geblieben, vor allen Dingen die dann in Betonhäusern, also in fester Bauweise, weil die Schäden entstehen ja meistens bei diesen typisch amerikanischen Holzbauten. Also viele sind auch geblieben. Wir haben auch Berichte von einem, der ist auf seinem Boot geblieben in Tampa, und das ist natürlich dann fast schon irre. Und vor allen Dingen ist es ja dann auch so, dass die Gefahr noch längst nicht gebannt ist an der Küste, auch wenn der Hurrikan ja weitergezogen ist. Die wirkliche Gefahr, die rollt gerade erst an. Das ist nämlich die Flut, das ist das Wasser, die 4,50 Meter hohe Sturmflut, die noch erwartet wird. Und im Moment läuft südlich von Tampa, laufen die Straßen zu. Da sind die wirklich enormen Schäden zu erwarten, im Zusammenhang dann auch mit dem enormen Wasser, was von oben kommt. Hurrikan Milton wütet weiter in Florida. Michael, danke für diese aktuellen Informationen. Du wirst uns weiterhin auf dem Laufenden halten.